Hi, wie schön, dass du wieder mit dabei bist. Wenn du mich noch nicht kennst, ich bin Lisa von Parfori und ich habe euch heute eine wundervolle Auswahl an tollen Nischendüften dabei, die perfekt für den Sommer sind. Draußen ist so schön warm, das Wetter ist so schön geworden. Insofern wird es jetzt endlich Zeit, dass ich euch meine Favorite Sommerdüfte für 2023 mitbringe. Ich habe wirklich komplett unterschiedliche Düfte mit dabei. Blumige, frische Düfte, Düfte, die eher so an die Karibik erinnern, Düfte, die eher so ein bisschen fruchtig, spritzig sind, sodass auch wirklich für jeden von euch was mit dabei ist. Und es sind auch Düfte, die für Männer als auch für Frauen gelten. Ich sage euch auch immer dazu, für wen ich denke, dass der Duft besser geeignet ist. Und der allererste Duft, den ich dabei habe, ist von der tollen Marke The Harmonist, der Yin Transformation. Wunderschöner Flakon, wie ich finde. Dieses Blau, das gibt schon wirklich so einen frischen Charakter, finde ich. Also mir gefällt es richtig gut und der hält sich auch total schön in der Hand. Also der Flakon ist total schwer, wertig, schön anzufassen. Ich mag The Harmonist als Marke total gerne, denn bei der Marke inspirieren sich die Düfte aus Feng Shui-Elementen und der Yin Transformation ist tatsächlich aus dem Wasser inspiriert. Soll quasi das Quell des Lebens darstellen. Total interessant, finde ich. Ich verlinke euch auch gleich mal noch ein Video, wo Alex auf die Düfte genauer mit eingegangen ist, denn die Marke ist einzigartig, die Düfte auch. Aber heute habe ich den Yin Transformation dabei als wundervollen Sommerduft. Das ist wirklich ein sehr erfrischender Duft, obwohl wir schöne Blumen auch mit drin haben. Tatsächlich bei solchen Düften freue ich mich immer drauf, wenn ich sie wieder mit ins Video nehmen kann, weil ich sie einfach so gerne rieche und weil ich den definitiv auch im Sommer tragen werde. Der Yin Transformation startet schön erfrischend fruchtig. Wir haben eine schöne Mandarine mit drinnen. Die gibt nicht so eine Süße mit rein, sondern eher so eine leichte, fruchtige Frische in Kombination mit einer Bergamotte, die aber schon eher im Hintergrund ist. Das ist jetzt kein zitrischer Duft von Beginn an, finde ich. Also das hält sich wirklich in Grenzen. Was schön ist, dass wir eine leichte Pfeffernote auch mit drin haben, ohne dass sie beißend in der Nase ist. Oftmals haben wir ja Pfeffer mit drin und das ist wirklich sehr, sehr spicy bei dem Duft nicht, sondern dieser Pfeffer, der unterstreicht einfach die Frische von dem Duft nochmal. Der Duft entwickelt im Verlauf dann wirklich eine schöne, ja, so eine schöne, fruchtige Süße, ohne dass der Duft zu schwer wird. Wir haben hier zwar Blumen mit drin, zum Beispiel auch eine bulgarische Rose, könnte man jetzt denken, boah, das ist wirklich extrem. Ich finde, der Duft wird wirklich schön blumig, süß, aber trotzdem frisch. Also der Duft ist nicht schwer. Der ist auch von der Haltbarkeit eher so im Mittelfeld und von der Silage auch. Also dafür, dass da unterschiedliche Blumen mit drin sind, eben wie Rose, Iris, Norne ist mit drin, wird der schon eher dezenter. Wir haben hier eine schöne Sandelholznote mit drin, macht den Duft einfach schön fein. Der Duft legt sich richtig schön auf die Haut. Auch vielleicht durch den weißen Moschus, der mit drin ist. Das ist wirklich ein sehr feiner, für mich femininer Sommerduft, der, obwohl eben so viele Blüten mit drin sind, trotzdem total angenehm zu tragen ist und auf keinen Fall irgendwie zu extrem. Ist auch ein Duft, der in den Frühling mit reinpasst. Frühling, Sommer, perfekt. Also ich finde, der Yin Transformation, das ist wirklich ein ganz, ganz toller Duft. Ich finde, der Duft wird eben durch das Sandelholz und vielleicht auch durch den Moschus sehr hautnah. Für mich riecht der fast schon wie so eine ganz, ganz tolle, wertige Bodylotion, weil er einen kleinen, cremigen Charakter bekommt. Also es ist wirklich ein schöner Duft. Ja, Sonnencreme ist vielleicht so eine falsche Assoziation, jetzt eher wirklich wie eine wertige Bodylotion. Ein Duft, den man perfekt auch im Alltag tragen kann. Also ich würde den ganzen Tag über im Sommer tragen. Wenn du jetzt auffallen möchtest für abends, ja, da ist der vielleicht ein bisschen zu zurückhaltend. Das ist aber definitiv ein Duft, mit dem fühlst du dich die ganze Zeit wirklich sehr frisch, sehr sauber. Obwohl er nicht diesen typischen sauberen Duftcharakter hat, das nicht. Aber durch diesen erfrischenden Touch fühlt man sich einfach mit dem Duft den ganzen Tag pudelwohl. Wir hatten jetzt einen etwas blumig, frischen, fruchtigen Duft, eher für die Damen. Lasst uns mal zum nächsten Duft kommen. Das ist nämlich der wunderschöne Gin Tonic von Maison Micallef. Der Duft ist ja noch gar nicht so lange draußen tatsächlich. Wir haben den auch recht neu im Sortiment. Der darf aber bei den Sommerdüften einfach nicht fehlen, denn der Duft, das ist einfach die Assoziation für Sommer für mich. Und Gin Tonic, der Name spricht schon für sich. Der Duft jetzt in dem Flakon ist ja auch in so einem schönen Grün gehalten. Ich hoffe, ihr seht es so über die Kamera. So ein leichter Minz-Limetten-Charakter. Und das ist ein Duft, da läuft mir immer das Wasser im Mund zusammen, wenn ich den rieche, weil der so saftig und spritzig ist. Also das ist wirklich ein richtig cooler Duft für diesen Sommer.
Der ist total minzig schon von Beginn an. Wir haben eine schöne Minznote in Kombination mit einer Limette. Eine leichte, herbe, bittere Note mit drin. Man kriegt sofort eine Assoziation von Grün auf jeden Fall, wenn man den Duft riecht. Aber nicht von schwerem Grün, sondern wirklich von spritzigem, ganz, ganz tollem, erfrischenden Grün. Also der Duft, das ist so ein wirklicher Energizer schon fast, finde ich, wenn man daran riecht. Das ist ein Duft, der garantiert dir auf jeden Fall gute Laune. Der garantiert dir, dass du den ganzen Tag dich einfach nur super frisch fühlst. Und ich finde, gerade an so wirklich heißen Tagen, ne, wenn wir mal so die 30-Grad-Grenze knacken, da ist so ein Duft einfach wirklich perfekt. Was bei dem Duft auch super schön ist, ist die Bitterorange, die am Anfang rauskommt. Das ist auch dieses fruchtig Frische, was da rauskommt, aber eben immer mit der Tendenz so in das Bittere, in das Herbere mit rein. Dann noch ein schöner Ingwer mit drin, leichte Schärfe, toller Duft. Und vorweg, für mich ist das ein Unisex-Duft. Also ich finde, den können wirklich auch Frauen tragen. Der hat vielleicht eine kleine Tendenz ins Maskuline, weil es eben so ein frischer, zitrischer, leicht herber Duft ist. Aber den können auch Frauen tragen, denn im Duftverlauf kommen bei dem Duft auch schöne, kleine, blumige Noten mit rein. Wir haben hier zum Beispiel Maiglöckchen mit drin. Und auch eine Orangenblüte. Und ich finde Orangenblüte einfach so schön, denn man riecht da nicht einfach nur das Fruchtige mit raus, sondern es ist einfach eine andere, ja, Orange, die man rausriecht. Es ist einfach so ein bisschen süßer auch dadurch. Wirklich, wirklich schön in der Kombination. Und deswegen finde ich auch, dass der im Verlauf einfach so einen gewissen Körper entwickelt. Der bekommt so eine Fülle mit rein. Man denkt am Anfang, boah, das ist so ein lascher, zitrischer, herber, erfrischender Duft. Der bekommt wirklich Körper, finde ich, der Duft. Und dadurch ist seine Haltbarkeit auch ganz gut. Vorweg, im Gegensatz zu anderen Maison Micallef Düften, ist die Haltbarkeit, würde ich sagen, eher im Mittelfeld. Silage auch. Also der ist jetzt nicht so, dass der die Menschen drumherum um dich total erschlägt, was ja auch angenehm sein kann, gerade im Sommer. Ist aber auf jeden Fall eher im Mittelfeld, würde ich jetzt mal sagen. Der Duft entwickelt sich leicht, würzig. Wir haben Vetiver. Wir haben aber zum Beispiel auch Moos mit drin, was einfach dieses Grüne nochmal verstärkt, ohne dass der Duft zu grün wird. Also ich habe immer das Gefühl, dieses Erfrischende bleibt auch im Duftverlauf, was ich sehr schön finde. Und ich finde tatsächlich, der hat so einen leicht eleganten, edlen Touch mit Sandelholz, legt sich schön auf die Haut. Also wirklich ein sehr feiner, eleganter und trotzdem erfrischender Duft. Ein Duft, den du überall hintragen kannst, also da sehe ich überhaupt keine Einschränkung. Perfekt für den Sommer oder auch für den Frühling geeignet, wobei ich ihn auch im Herbst tragen würde. Findest du Düfte, die einfach so einen gute Laune-Kick nochmal geben, kann man wirklich auch in der etwas kälteren, raueren Jahreszeit tragen, aber jetzt für den Sommer. Es gibt, glaube ich, fast keinen besseren Duft als diesen. Wir bleiben in der zitrischen, frischen Richtung. Der nächste Duft, der hat Citrus auf jeden Fall schon im Namen und der Name ist Programm. Und zwar ist das der Citrus Poetry von Les Sœurs de Nuit. Eine wundervolle Marke, haben wir komplett neu auch bei uns tatsächlich im Sortiment. Ich habe euch auch ein Video nur zu dieser Marke und den Düften gemacht, weil ich einfach das Konzept der Marke sehr toll finde und die Gründerin der Marke inspiriert mich auch total. Ich verlinke euch das Video, wenn euch andere Düfte von der Marke auch interessieren, dann schaut da gerne mal vorbei. Der Citrus Poetry ist auf jeden Fall ein Duft, der sich auch perfekt für den Sommer eignet. Oh, der startet schon so schön, zitrisch, frisch, auch hier leicht herb, und was aber im Fokus steht für mich am Anfang, ist ein wunderschöner Ingwer. Also der hat eine Schärfe, dieser Duft, der einfach richtig schön ist, natürlich auch in die Nase geht, aber es ist einfach super erfrischend, auch vom ersten Riechen an und einfach mit dieser schönen Schärfe perfekt. Was nach diesem zitrischen, frischen Start wirklich toll rauszuriechen ist, ist eine wunderschöne Orange. Also die riecht man wirklich schön raus, schön voll, schön süß, schön fruchtig. Und wir haben hier in Kombination einen grünen Apfel, unterstützt natürlich dieses saure, dieses spritzige, wirklich schön. Und im Verlauf gewinnt der Duft so an einem leicht seifigen Charakter, finde ich schon fast. Aber wirklich schön, gewinnt auch ein bisschen an Körper dafür, dass es eigentlich so ein zitrisch-frischer Duft ist, weil wir hier auch schöne Blüten mit drin haben. Das heißt, der Duft wird
eher ein bisschen süßer, ein bisschen vollmundiger, ohne dass er eben wie bei dem Gin Tonic auch an dieser frischen, zitrischen Note verliert. Wirklich ein toller Duft mit einer überdurchschnittlichen Haltbarkeit für so einen eher zitrischen Duft. Ein Duft, der für Frauen und Männer geeignet ist, also kann ich mir wirklich an beiden Geschlechtern super vorstellen. Und ein Duft, mit dem du dich garantiert den ganzen Tag richtig wohlfühlen wirst, gerade an so heißen Tagen. Finde ich wirklich schön, hat auch so einen leicht eleganten Touch, wie ich finde. Das ist wirklich ein sehr, sehr unkomplizierter Duft, den du auch überall hin super mittragen kannst. Wir kommen zu einem Duft, der einen leicht orientalischen Touch hat. Für die Freunde da draußen, die vielleicht auch Düfte im Sommer mögen, wo ein bisschen holzige Noten nochmal mit drin sind, ist der Artlife von Crayon bestimmt das Richtige. Crayon, eine wundervolle Marke, auch noch nicht so lange bei uns im Sortiment. Die Düfte überzeugen mit einem orientalischen Touch, der wirklich sehr, sehr modern übersetzt wurde in jedem der Düfte. Der Artlife ist sehr, sehr besonders und ein wunderschöner Unisex-Duft, wie ich finde. Und wir haben hier zu Beginn auch wieder einen zitrischen Start in Kombination aus Bergamotte, einer Grapefruit, und ich finde, das riecht man wirklich schön raus, weil wir wieder dieses bittere, herbe mit drin haben und eben einer schönen Mandarine, die den Duft aber im ersten Riechen nicht süß macht. Wenn ihr jetzt geglaubt habt, wieder so ein klassischer zitrischer Duft, nein, definitiv nicht. Denn was nach kurzer Zeit rauskommt, sind einmal wunderschöne blumige Noten mit Neroli und Lilie. Was den Duft aber so besonders macht, und da kommt eben dieser orientalische Touch mit rein, ist eine wunderschöne Feige, die sich in dem Duft ausbreitet und eben eine schöne Süße nochmal mit reingibt. Und der Duft gewinnt einfach an schönen, holzigen und erdigen Noten. Das heißt, wir haben dieses Zitrische auf der einen Seite, wir haben aber auch dieses ein bisschen fast schon Trockene für mich mit diesen holzigen Noten und einer schön saftigen Feige. Boah, ich finde, der Duft ist wirklich sehr, sehr einzigartig komponiert und ist eben sehr, sehr besonders, weil es einfach ein schöner, leichter Sommerduft ist und wir trotzdem eben so einen leicht orientalischen Touch nochmal mit drin haben. Normalerweise sind ja so orientalische Düfte schon eher schwer. Der Duft nicht, perfekt für den Sommer. Wirklich ein Duft, der überall hin getragen werden kann, in der Freizeit, im Büro, auch wenn du unterwegs bist, der aber von der Haltbarkeit gut ist. Die Silage ist durchschnittlich, würde ich jetzt mal sagen. Also es ist einfach hier auch kein Heavy Hitter, der ist einfach ein bisschen zurückhaltend, aber wunderschön in der Kombination. Ein Duft, den ich nicht nur im Sommer tragen würde, auch wenn er dort perfekt hinpasst, sondern auch Frühling und im Herbst. Hebt einfach die Laune und ich finde, ja, Artlife ist auf jeden Fall ein richtig cooler Duft. Okay, lasst uns mal gemeinsam einen kleinen Schwenk oder auch großen Schwenk in die Karibik machen, denn der nächste Duft erinnert mich einfach sowas von an Kaipi, an Karibik, an einen wunderschönen Urlaub, an einem Traumstrand. Und es ist natürlich der Malibu Party in the Bay von Simone Andrioli. Was für ein Name, der überzeugt auf jeden Fall schon. Und das ist auch genau das, woran ich denke, wenn ich diesen Duft rieche. Auch ein Duft, der richtig, richtig zitrisch startet. Wir haben hier Limette mit drin. Die ist auch wirklich am Anfang wahnsinnig präsent. Also man riecht an dem Duft und denkt so, hey, der riecht erst gar nicht. Im zweiten riechen Limette pur, Frische, Sommer, Erfrischung. Auch ein Duft, wo mir wirklich das Wasser im Mund zusammenläuft, wenn ich dran rieche, weil diese Limette so schön ist, dass man das fast schon auf der Zunge spürt, finde ich, wenn man an dem Duft riecht. Und man würde im ersten Riechen nicht ahnen, was bei dem Duft passiert, denn wir bekommen hier super schnell eine wunderschöne Kokosnote mit rein. Und was an dem Duft so schön ist, weil Kokos sehr, sehr schwer sein kann, das ist es bei diesem Duft nicht. Denn wir haben hier Kokoswasser mit drin. Das heißt, wir haben keinen cremigen Kokosduft, der da draus resultiert, sondern wir haben wirklich eine erfrischende, schöne, leichte Kokosnote, die aber natürlich schon mit dem Zucker und dieser Süßen umrundet wird. Aber der Duft bleibt eben trotzdem richtig schön leicht, richtig schön zu tragen und nicht zu süß. Wirklich ein Duft, ich rieche da dran, ich denke mir, ich bin irgendwie am Strand in der Hängematte, habe hier meine Kokosnuss mit dabei, schlürfe das Kokoswasser daraus, habe einen schönen Kaipi auch bei mir stehen, denn wir haben
Rum mit drin. Wir haben eine schöne alkoholische Note, die einfach diesen Duft nochmal unterstreicht. Also das ist schon wirklich ein sehr, sehr besonderer Duft, wie ich finde, der Urlaubsvibes versprüht, der Sommervibes versprüht und der perfekt für Frauen und für Männer geeignet ist. Also auch hier wieder ein wundervoller Unisex-Duft. Ein Duft, der von der Silage her wirklich überdurchschnittlich ist und trotzdem nicht erschlägt, weil er einfach dieses schön frische, zitrische mit drin hat. Haltbarkeit auch top, wirklich super Unisex-Duft, der einfach nur an Urlaub erinnert. Das heißt, wenn du deinen nächsten Karibikurlaub oder auch einen anderen Urlaub planst, denk auf jeden Fall an den Duft. Ein kleiner Spoiler vorweg, es folgt noch ein Video, wo ich euch extra Düfte für euren Karibik-Flair-Urlaub vorstellen werde. Egal, ob du es hinschaffst oder eben zu Hause Karibik-Flair haben möchtest, die werden auf jeden Fall passend für dich sein. Lass mir gerne in den Kommentaren da, welcher dein Favoritenduft für diesen Sommer ist, auch wenn es nicht einer von diesen Düften ist, die ich dabei hatte. Ansonsten, wenn du es noch nicht gemacht hast, abonniere am besten gleich den Channel, aktiviere die Glocke, damit du keine neuen Videos verpasst und ich freue mich riesig, deine Meinung in den Kommentaren zu diesen Düften zu erfahren. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao.